Mein Sohn, der wechselt seinen Berufswunsch wie sein Unterhemd, jetzt sage ich, alle 3 Wochen. Hinweise auf eine biologische Basis von spezifischen Fähigkeiten, die entweder Jungs oder die Mädchen hätten, die gibt es nicht. Dass Männer nicht feinfühlig genug wären, um Haarspitzen zu schneiden, ist also rein motorisch auch Unsinn. Der Boys Day ist ein bundesweiter Berufsorientierungstag, der einmal im Jahr stattfindet. Und an diesem Tag dürfen Jungs Berufe erkunden, Berufsfelder, in denen bisher noch nicht so viele Männer arbeiten. Das sind Berufsgruppen wie Gesundheit und Erziehung, Soziales, Verwaltung und kreative Berufe. Hi, ich bin Phil, ich bin 29 Jahre alt und ich arbeite in einem sogenannten Boys Day Beruf als medizinischer Fachangestellter. Und der Männeranteil in diesem Beruf ist bei nicht einmal 2%. Im Prinzip war ich schon immer naturwissenschaftlich begeistert. Ja, dann kommt halt noch die Komponente der Menschen dazu, dass man halt mit Menschen arbeitet, dass man den Menschen hilft und das gibt einem natürlich auch was zurück. Zufälligerweise ist meine Mutter halt Ärztin, Medizinerin. Die ganze Zeit, auch bis zur Grundschule, bis ich 10 war, bin ich halt immer nach der Schule mit in die Praxis gekommen, habe da meine Hausaufgaben gemacht, habe den Praxisalltag mitbekommen. Von daher ja, war das immer ein Teil meines Lebens. Auf die Berufswahl ihrer Söhne haben Eltern Einfluss, weil sie als Vorbilder ihnen bestimmte Berufsbilder vorleben, weil sie ihnen auch ein Verhältnis zur Berufswelt vorleben können, und zwar sowohl Väter als auch Mütter. Und sie haben Einfluss, wenn es um Berufswahlentscheidungen geht, weil sie da als Berater und Beraterinnen zur Verfügung stehen. Machst du das jetzt nur, weil das alle Jungs bei dir in der Gruppe machen? Machst du das nur so, weil alle Mädchen es bei dir in der Gruppe so machen? Und dann wird auch für Kinder greifbar, dass Geschlecht etwas ist, was man reflektieren kann. Und dass es nicht automatische Zuschreibungen gibt. Wenn jetzt zum Beispiel ein Junge Interesse hat, Ballett zu tanzen, dann kann es sein, dass dieser Junge sich denkt, das kann ich nicht machen. Was sollen meine Freunde denken? Was werden meine Eltern denken? Da fängt so eine wahnsinnige Limitierung an. Es gibt so einen riesigen Horizont an Hobbys, an Tätigkeiten, an Berufen auch. Und das wird von solchen Stereotypen, von solchen Rollenerwartungen einfach komplett niedergemacht. Frühzeitig auch dafür einzutreten als Vater, als Mutter, dass sich Vorstellungen der Kinder verwirklichen können, dass Kinder die Erfahrung machen, dass sie ein Recht haben, ihre Vorstellungen verwirklichen zu dürfen. Also ich war halt auf dem Gymnasium und deswegen wollten alle natürlich irgendwie Anwalt oder Arzt werden und natürlich keine Ausbildung machen. Das ist, glaube ich, auch oft nicht ganz klar, dass es in nicht-akademischen Berufen Möglichkeiten gibt zu Karriere, zu guten Verdienstmöglichkeiten, zu Kreativität im Bereich Soziales und Erziehung, Gesundheit, Büro und Verwaltung. Und sie kommen raus und sagen, hey, das macht doch Spaß. Ist doch vielleicht ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Was mir der Boys Day letztendlich wirklich gebracht hat, ist, dass ich den Praxisalltag mitbekommen habe. Und zwar nicht als Zuschauer von außen, sondern ich war wirklich mittendrin und dabei. Und dass die Jungs sich selbst wirklich nochmal reflektieren, was sind eigentlich meine Interessen, meine echten Interessen, was sind meine Talente. Und das wäre schon der persönliche Nutzen, den sie hätten oder den sie auch haben durch die Teilnahme am Boys Day.